Viele von euch wollen jetzt ja zum Jahresende oder zum Jahreswechsel oder Anfang nächsten Jahres ins Ausland umziehen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie meldet man sich korrekt auch beim Finanzamt ab? Insbesondere dann, wenn du ein Unternehmen hast, Freiberufler bist oder auch an einer GmbH beteiligt bist. Nun, wir haben natürlich zu diesem Thema Abmeldung, Wegzug aus Deutschland schon sehr viele Videos gemacht und auch sehr viele Beiträge auf unserer Webseite veröffentlicht. Ich werde also das nicht jetzt nochmal alles behandeln, sondern nur die wichtigsten Dinge hier kurz als Briefing sozusagen durchgehen. Ich rate dir, dass du dich darüber eingehend informierst, insbesondere dann, wenn du mit dieser Vorbereitung noch nicht begonnen hast. Links packen wir mal hier in die Beschreibung rein und findest du sonst auch hier im Kanal und auf unserer Webseite. Zunächst mal ist es ganz wichtig zu wissen, dass die Abmeldung aus Deutschland weitreichende steuerliche Konsequenzen hat, insbesondere dann, wenn du an einem Unternehmen beteiligt bist oder auch selbstständig bist. Ich gehe davon aus, dass du dich mit Dingen wie Wegzugbesteuerung, Entstrickung, Funktionsverlagerung ins Ausland und diese Dinge beschäftigt hast. Wenn nicht, wird es jetzt Zeit, dies zu tun, wenn du bald umziehen willst. Ich rate dir, lass dich von deinem Steuerberater oder Rechtsanwalt hier detailliert beraten. Das sind Dinge, die sehr teuer für dich sein können. Grundsätzlich musst du wissen, Deutschland will dich nicht gehen lassen und sanktioniert letztlich das Verlassen des Landes. Und insbesondere, wenn du deutscher Staatsbürger bist, kann es dann noch richtig teuer werden, auch noch für 10 Jahre nach dem Wegzug. Also informiere dich hier genau. Es geht konkret um die Wegzugbesteuerung, die Entstrickung, die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, die beschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Das sind alles wichtige Themen, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Ganz entscheidend, hier nicht einfach umzuziehen ins Blaue. Das kann fatal sein und sehr teuer sein, selbst wenn du ein Unternehmen hast, was kein großer Konzern ist oder sowas. Ja? Also bevor du irgendwas machst, diese Dinge musst du klären. Ganz wichtig. Gut. Was haben wir nun konkret bei der Abmeldung zu beachten? Nun, zunächst mal muss man wissen, dass der Zeitpunkt der Abmeldung für die Steuerpflicht eigentlich letztlich egal ist. Also du musst jetzt nicht hier genau dich zum 31.12. abmelden, weil du ansonsten nächstes Jahr noch steuerpflichtig bist oder sowas. Du kannst dich auch am 31.01. oder am 28.02. abmelden. Du bist dann noch für diesen Zeitraum in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig und mit dem Verlassen dann in Deutschland nicht mehr oder nur noch beschränkt oder erweitert beschränkt steuerpflichtig. Ja? Aber der 31.12., wenn der dir jetzt Stress verursacht, dieses Datum, weil du nicht alles schaffst, bis dahin zu organisieren, sollte dir keine Sorgen machen, dann ziehe eben einfach nächstes Jahr um. Du hast recht, eine Steuererklärung muss da noch eingereicht werden, aber wie gesagt, auch für 2024 ist nur das Rumpfjahr zu beachten. Ziehst du also im März um, dann musst du eben bis dahin dann eine Steuererklärung einreichen. Aber hier nehmen wir jetzt mal an, dass du hier im Grunde zum Jahresende wegziehen wirst. Nun, du weißt ja, du gehst zum Einwohnermeldeamt und meldest dich dort ab. Diese Abmeldung wird dann auch ans Finanzamt geschickt und dem Finanzamt gemeldet, genauso auch wie anderen Behörden, die möglicherweise hier Interesse an diesen Informationen in Deutschland haben. Damit ist es allerdings dann nicht getan. Du musst separat dem Finanzamt dann auch noch melden, dass du ins Ausland umgezogen bist. Diese Meldung erfolgt mit der Steuererklärung, ja, und zwar mit der ganz normalen Steuererklärung. Also nehmen wir mal an, du ziehst zum Ende des Jahres um, genau am 31.12. Dann ist also in der Steuererklärung für dieses Jahr dann zu erklären dem Finanzamt, dass du weggezogen bist. Ja, du musst also keine separate Meldung hier machen oder sowas. Ja, du musst es auch nicht irgendwie jetzt vor dem Wegzug hier dich noch irgendwie freikaufen, sage ich jetzt mal, und hier irgendwas bezahlen, sondern die Steuererklärung ist zu den üblichen Fristen fällig. Das heißt, in der Regel mit Steuerberater bis im Februar des übernächsten Jahres, also beispielsweise wenn du am 31.12.2023 umziehst, dann ist Februar 2025 die Steuererklärung mit Steuerberater fällig. Ohne Steuerberater natürlich früher zu den üblichen Fristen. Und daran erklärst du dann den Wegzug.
So, dort gibt es ein Formular des Finanzamts, das wollen wir jetzt mal aufmachen. Genau, es geht um Formular WAST, also Anlage WAST. Schauen wir uns das doch mal genau an. Ich will jetzt hier vor allen Dingen auf die Punkte bei Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht eingehen, die wir hier haben. So, da werden im Grunde genommen zwei Dinge abgefragt. Mir gehörte im Zeitpunkt der Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht eine Beteiligung an einer inländischen oder ausländischen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft. Bitte den ermittelten fiktiven Veräußerungsgewinn in Zeile 44 der Anlage G eintragen. So, und dann machst du eben hier dann eine 1 oder eine 2 und beim Ehepartner dann entsprechend dann auch eine 1 oder eine 2. Wie gesagt, hier geht es um die Wegzugbesteuerung. Du weißt ja, da wird man empfindlich hoch besteuert, man muss eine Bewertung dann und so weiter machen. Dazu eben dann dieser ermittelte fiktive Veräußerungsgewinn. Wie gesagt, da gehen wir jetzt im Detail nicht drauf ein. Ja? Das müsstest du also hier eintragen. So, die nächste Frage ist jetzt auch entsprechend interessant. Im Zeitraum zwischen Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht bis zur Abgabe der Einkommensteuererklärung lag mein Wohnsitz zumindest zeitweise in einem niedrig besteuerten Gebiet. Und dann auch wieder Ja und Nein. Hier geht es also um die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Du weißt ja, die erweitert beschränkte Steuerpflicht zielt letztlich darauf ab, jene nochmal extra zu besteuern oder zumindest von ihnen eine Steuererklärung einzufordern, die in ein Niedrigsteuerland umziehen. Also in einem Land, in dem die Besteuerung rund 1/3 niedriger ist als in Deutschland. Ganz interessanterweise gilt es aber auch für alle digitalen Nomaden, die keinen Wohnsitz haben. Also wenn du Perpetual Traveler bist, müsstest du hier ebenfalls eine entsprechende Erklärung abgeben. Jetzt werden sich vielleicht viele Fragen bei dir stellen, insbesondere wenn du als digitaler Nomade oder Perpetual Traveler jetzt dich aus Deutschland abmelden willst. Was soll ich hier genau ankreuzen? Was hat es dann für Konsequenzen und so weiter und so fort? Nochmals, wir haben dazu schon umfangreiche Videos und auch Artikel produziert. Ich rate dir, diese anzuschauen. Ganz wichtig, lass dich von deinem Steuerberater beraten. Lass dich hier detailliert anweisen, was zu tun ist und mach es nicht auf eigene Faust. Das kann, wie gesagt, sehr unangenehme Konsequenzen haben. Wie gesagt, diese Erklärung oder dieser Anhang, besser gesagt, ist fällig mit deiner üblichen Steuererklärung. Du musst dann also diese Fragen beantworten, insbesondere die Frage zum Wegzug in ein Niedrigsteuerland für den Zeitpunkt seit dem Umzug. Für die erweitert beschränkte Steuerpflicht allerdings sind die 10 Jahre nach dem Umzug relevant. Es würde jetzt also nichts bringen, zu sagen, naja, okay, dann ziehe ich jetzt eben mal temporär nach Italien oder Frankreich um. Da muss ich hier keine Angaben entsprechend machen dem Finanzamt. Wir raten immer wieder Mandanten, gerade jenen, die selbstständig sind oder ein Unternehmen haben oder eine GmbH beteiligt sind oder auch jene, die jetzt hier viel verdient haben, dass man zusätzlich zu der Abmeldung beim Einwohnermeldeamt durch den Steuerberater nochmal einen Brief ans Finanzamt schreiben lässt und kurze Situation erklärt. Das kommt als sehr professionell rüber und macht vielleicht vieles einfacher dann beim Finanzamt in der Zukunft. Aber damit ist die eigentliche Abmeldung dann eigentlich erledigt. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, was ist aber mit meinem Unternehmen? Ich habe eine Einzelfirma, ich bin Freiberufler. Wann melde ich diese ab? Hier ist es wichtig, dass du das erst nach dem Wegzug und nach der Abmeldung machen kannst. Wir raten dir, es innerhalb eines Monats nach dem Wegzug letztlich zu tun. Denn du musst ja tatsächlich hier den Nachweis liefern, dass du tatsächlich nicht mehr in Deutschland bist. Und daher würde man das jeweils im Nachhinein machen. Denn letztlich meldest du ja dem Finanzamt, dass du deinen Betrieb aufgegeben hast wegen Umzug ins Ausland. Und für den Zeitpunkt der Betriebsaufgabe ist eben der eigentliche Wegzug entscheidend, nicht die Abmeldung. So, jetzt ergeben sich hier immer wieder häufige Fragen. Zum Beispiel eine häufige Frage ist, muss ich dem Finanzamt angeben, in welches Land ich umgezogen bin? Oder muss ich das bei der Abmeldung angeben? Nein, das musst du nicht angeben. Aber du musst dann davon ausgehen, dass du letztendlich dem Finanzamt natürlich diese Information trotzdem dann geben musst. Deswegen kannst du es auch bei der Abmeldung machen.
Es ist nicht entscheidend, ob du die Adresse dem Finanzamt hinterlässt. Wichtig ist, dass du einen Empfangsbevollmächtigten hast, der Post vom Finanzamt für dich in Empfang nehmen kann. Es ist extrem wichtig, aus den Gründen, die ich genannt habe, hier für das Finanzamt erreichbar zu sein. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, auch darüber haben wir schon diverse Videos gemacht, auch hier gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein, ist natürlich die Aufgabe deines Wohnsitzes in Deutschland. All diese Maßnahmen, die wir jetzt gerade eben besprochen haben, wie die Abmeldung und so weiter und so fort, die werden erst wirksam, wenn du tatsächlich den deutschen Wohnsitz aufgegeben hast. Ansonsten bleibt die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland weiter bestehen. So Dinge wie Zweitwohnsitz in Deutschland, das gibt es steuerlich letztlich nicht. Also auch hier extrem wichtig, dass du neben den Formalien, die wir gerade eben hier diskutiert haben, auch den Wohnsitz tatsächlich aufgibst. Erst damit endet im Zweifelsfall die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Das heißt also, wenn du jetzt noch die Wohnung 3 Monate hast, ja, als Wohnsitz, dann bist du so lange noch in Deutschland steuerpflichtig. Was anderes ist es, wenn es die Wohnung leergeräumt und auf dem Markt ist, ja, und du hier diese verkaufst und es braucht einfach ein bisschen, bis sie verkauft ist, dann würde sich das nicht auf die Steuerpflicht auswirken, dann wäre es ja kein Wohnsitz. Also die Wohnung ist nicht entscheidend, wichtig ist, handelt es sich um einen Wohnsitz. Zu guter Letzt möchte ich jetzt auch noch auf die beschränkte Steuerpflicht, eine weitere beschränkte Steuerpflicht eingehen. Beschränkt steuerpflichtig bist du auf viele deutschen Einkünfte, wie zum Beispiel Mieteinnahmen aus Deutschland, auch wenn du im Ausland wohnst. Hast du solche, wirst du also weiterhin eine Steuererklärung in Deutschland einreichen müssen und bist dann für diese Einkünfte in Deutschland weiter steuerpflichtig. Die erweiterte beschränkte Steuerpflicht richtet sich nach der Staatsbürgerschaft und wie gesagt, sie trifft zu, wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst und noch Vermögen in Deutschland hast oder aber auch, wenn du digitaler Nomade bist und dann möglicherweise betriebsstättenlose Einkünfte hast. Hier ist wichtig zu verstehen, dass du weiterhin erklärungspflichtig dann in Deutschland bist. Reichst du diese Erklärung nicht ein, erklärst du bestimmte Einkünfte nicht, hat das möglicherweise weitreichende Konsequenzen bis hin zum Thema Steuerhinterziehung. Also hier nochmal, lass dich hier eingehend beraten, um hier schwere Fehler zu vermeiden. So, ich hoffe, dass dir diese kurze Zusammenfassung zur Abmeldung geholfen hat. Wie gesagt, es ist ein komplexer Prozess. Wenn du dich bisher noch nicht damit auseinandergesetzt hast, dann wird es Zeit, dass du dies tust, wenn du den baldigen Umzug planst. Wir haben, wie gesagt, viele Videos dazu gemacht und viele Texte dazu geschrieben. Wir machen nochmal Links hier in die Beschreibung rein. Wenn du weiteren Beratungsbedarf hast, dann lade ich dich gerne auf ein Beratungsgespräch ein. Den Link dazu machen wir auch hier in die Beschreibung. Seit fast 20 Jahren helfen wir Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, Steuern zu optimieren, Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, wenn auch du unser Mandant wirst und freue mich schon darauf, dich im Beratungsgespräch dann kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.